Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute habe ich wieder ein paar kleine Listen für euch mitgebracht, die der Spieler Dein Nachbar erstellt hat. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an der Stelle für das Bereitstellen der Listen. Das ist immer sehr, sehr cool und übersichtlich. Und ja, so wie es aussieht, macht er das Ganze monatlich. Hatten das, glaube ich, letzten Monat auch schon im Video gezeigt. Und das ist auf jeden Fall immer ein ganz cooler Überblick. Im Vergleich zu den Statistiken, die es im Webshop gibt, hat man das hier mit SF Tools nochmal ein wenig genauer. Und ja, das sind jetzt die besten, beziehungsweise verschiedene Kategorien haben wir hier vom letzten Monat, vom 3.10. bis zum 3.11. Und da wollen wir heute mal reingehen und mal schauen, wo ich da stehe, und vielleicht entdeckt sich ja an den Top-Rängen hier auch der ein oder andere Spieler. Wir fangen an mit den Top 300 global, die meisten Total Stats insgesamt haben, also quasi das ist dieser Wert hier, wo der Pfeil auch nach oben gestellt ist, ja. Und da können wir mal schauen. Es ist ein bisschen, ja, die Listen sind ein bisschen groß, sag ich mal so. Wir können auch mal hier so schauen. Ansonsten, dann hat man hier auch den Namen und hier halt die Total Stats. Das ist ganz gut. So macht es das Ganze ein wenig übersichtlicher hier. Ja, haben wir mal alles aufgelistet, auch ne, wie die Ratio gerade momentan auch ist von der Skillung her. Ich muss sagen, es ist wirklich vielen, vielen herzlichen Dank auch fürs Bereitstellen. Es ist für mich auch wirklich eine super Übersicht, wie mein Char gerade so dasteht, ne, wie es halt Total Stats technisch aussieht, Basispunkte, was man so gegaint hat, ne, und die Edelsteine im Durchschnitt und so. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool und ja, super, super hilfreich auf jeden Fall. Deswegen vielen, vielen lieben Dank auch an der Stelle hier nochmal. Und genau, hier haben wir zum Beispiel schon Uran als Spieler. Der hat hier 1,282 Millionen. Ich weiß gar nicht, wo er sich hier befindet. Das müsste hier sein bei Horizon. Jo, da haben wir hier Platz 27. Weltweit spielt hier auf F9 halt eben auch. Ne? Und genauso auch hier wie Umbums, die sind hier auch relativ nah beieinander. Uran sogar über Umbums momentan gerade hier, spielen hier auf meinem Server. Und genau, wenn wir jetzt hier noch weiter runter gehen, schauen wir mal, wo wir jetzt mittlerweile sind. Fredbert hier auch auf F9 vertreten, ja, und wir sind hier auf Platz 48, also immer noch in den Top 50 weltweit von den meisten Total Stats. Wenn wir mal hier reinschauen, dann sehen wir hier das Level auch, ne, und halt eben die ganzen Stat-Punkte. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben hier momentan gerade eine 61-39 Ratio. Also wenn ich jetzt meine 60-40 Ratio halten wollen würde, dann müsste ich sogar jetzt anfangen, wieder ein bisschen mehr auf Ausdauer zu gehen. Ist für mich halt gut zu wissen so. Ich werde trotzdem jetzt erstmal noch weitergehen, was so die Skillung anbelangt, erstmal auf 800.000 Int, und dann werde ich, glaube ich, Ausdauer auch anfangen, wiederum ein bisschen nachzuziehen, ja, weil ich momentan eher noch ein bisschen mehr Damage haben möchte. Und ja, hier sehen wir halt, hier haben wir Total Stats 1,238 Millionen und sind damit in den Top 50. Ja, ich muss mal gucken, war das jetzt, ja, das müsste, glaube ich, die richtige Ratio hier gewesen sein. Genau. Achso, ja, das war von den Basispunkten. Okay, das war von den Basispunkten die Ratio, und von den Total Stats war das diese Leiste hier. Dann gucken wir nochmal ganz kurz rein. Auf Platz 48. So, wenn wir hier einmal weitergehen, dann haben wir hier die 6139. Und hier haben wir 58,42. Also von den Basispunkten sind wir tatsächlich ein bisschen über 60,40 geskillt. Von den Total Stat Punkten sind wir hier tatsächlich noch im Rahmen, sag ich mal, dass wir da noch sogar ein bisschen Freiraum haben, noch mehr auf Intelligenz zu gehen, um halt eben auch bei den Total Stats die 60,40 dann hier zu gewährleisten. Ach, hier sieht man, ja genau, sonst hier ist ja auch nochmal der Name an der Stelle, und dann hat man hier auch nochmal eine ganz gute Übersicht darüber. Ja, also das war jetzt die Liste für die Total Stats insgesamt. Wir können ja hier auch nochmal runtergehen. Vielleicht entdeckt sich hier, wie gesagt, der ein oder andere von euch hier auch drin und kann sich gerade so ein kleines Bild machen. Ansonsten
ja, das Hauptattribut plus Ausdauer ist ja auch auf der Statistikseite, aber Total Stats, ja, beinhaltet auch hier natürlich dann auch die anderen Attribute, soweit ich, glaube ich, weiß. Also halt sowas wie Glück und sowas auch, ne? Und genau, jetzt ist, also wie gesagt, die Liste ist halt eben sortiert nach den Total Stats, genau. So, wenn wir jetzt mal weitergehen, dann gehen wir jetzt auf die Top 300 der Base Stats, die den letzten Monat gegained worden sind, also die zusammengefarmt worden sind. Da haben wir einen Spieler, der in den letzten Monat ganz klar herausragt. Das ist hier, ja, wer kennt ihn nicht, der ja, kennt jeder, kann jeder aussprechen, so an der Stelle. Deswegen, der hat auf jeden Fall hier über 100.000 Basis-Stat-Punkte, also aktiv verskillte, ja, Skill-Points diesen Monat ja, ausgegeben. Also ich gehe mal von aus, er wird wahrscheinlich relativ lange Gold angespart haben, um das jetzt alles auf einmal zu verskillen. 100.000 Statpunkte mit einmal, das ist natürlich schon echt eine kranke Hausnummer. Man sieht das ja auch hier alles ins Main-Attribut rein. Und an Ausdauer hat er tatsächlich einen ganzen Statpunkt dazu gewonnen. Also ja, ist auf jeden Fall sehr krass, was er hier gemacht hat auf jeden Fall. Da wird er auf seinem Server, ich weiß gar nicht, wo er spielt hier, F22, wahrscheinlich ein paar Ränge auch aufsteigen können. Ja, genau. So, hier haben wir auch die Namen nochmal an der Seite, plus halt die Basispunkte, die ja, letzten Monat hier zusammengesammelt worden sind. Da bin ich gespannt, wo ich da jetzt bin. Mal schauen, hier haben ja auch einige Leute den ja, World Boss auch gespielt. Wir haben da ja auch dran teilgenommen und mal gucken, ja, wo wir hier momentan so stehen. Ja, und was und ob sich das überhaupt bemerkbar gemacht hat. Jetzt auf jeden Fall sehen wir viele Leute, die weit über 10.000 Basis-Stat-Punkte gemacht haben hier die letzten 30 Tagen. Hier ist auch zum Beispiel auch Strider, ja, hier ist Stiefelkotzer, der ja auch ein bisschen ja, besser dastand im World Boss als ich. Demzufolge hier wahrscheinlich auch mit, ja, vielleicht noch ein bisschen aktiver Alu gespielt, ich weiß es nicht. Auch mehr Stat-Punkte gemacht jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wo wir momentan gerade sind, aber ich glaube tatsächlich unser Monat war jetzt gar nicht so gut. Wenn ich jetzt hier mal so durchschaue, sehe ich den Dorzer hier gar nicht. Ja, also da sind einige vor uns hier, die deutlich mehr Gas gegeben haben diesen Monat als ich, was so das Goldeinkommen anbelangt. Ja, ich weiß gar nicht, woran das tatsächlich gelegen hat. Ich habe eigentlich auch relativ aktiv gespielt und den World Boss habe ich gedacht, habe ich eigentlich auch relativ gut mitgenommen. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, die ja, Basis-Stat-Punkte, das sind hier Ränge, die gehen hier 1, 2, 3, 10, 20, 30 Stat-Punkte auseinander. Das ist nicht so viel. Und ja, wir haben hier genau 10.847 Basis-Stat-Punkte gemacht. Sind hiermit bei Celtic auf Rang 217 diesen Monat. Ja, das war tatsächlich nicht so eine gute Performance, würde ich sagen. Also da ja, haben auf jeden Fall deutlich mehr besser performt als ich, was so die Base-Stats angeht. Aber ja, wenn man sich hier anschaut, was hier trotzdem auch für andere Leute hier auf den Rängen spielen, komme ich mir nicht ganz so schlecht vor. Ne? Aber trotzdem ist das natürlich jetzt eine Leistung, die muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal sein. Ne? Also da können wir auf jeden Fall dann auch uns ein bisschen nächstes Mal verbessern, was das angeht. Ja, keine Ahnung, woran es hier liegen hat. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 1-2 Mal Goldgrube zu oft oder zu häufig übergelaufen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ne? Kann es nicht sagen. Aber ja, wie gesagt, man sieht ja hier die Ränge. Das sind immer so nur ein paar Stat-Punkte hier, die hier so auseinander liegen. So hätte ich 100 Base-Stat-Punkte mehr gemacht, dann wäre ich schon, keine Ahnung, hier in dem Bereich hier irgendwo unter den 150 Besten so, ne? Ich denke mal auch, der World Boss wird auch viel dazu beigetragen haben,
Obwohl ich ja eigentlich auch gut performt habe, so, hatte ich den ja auch nicht optimal gespielt. Ne? Also das kommt dann auch noch mit dazu. Aber ja, man sieht halt einfach hier, wie nah das trotzdem alles hier so beieinander liegt. Ne? Bis nachher hier oben ein paar Leute kommen, die auf jeden Fall ja, gut ausgerastet sind. Man weiß ja auch immer nicht, wie viel Gold die Leute rumliegen haben, was sie dann irgendwann mal mit einmal dann festgillen. Ne? Okay, dann kommen wir hier zum nächsten Punkt, und zwar die Basispunkte zusammensummiert. Sieht man hier an dem Pfeil, der hier oben hochgestellt worden ist. Ja, und da können wir dann gucken, nochmal die Rangliste, wo wir uns hier befinden, wenn wir jetzt nach den zusammensummierten ja, Basispunkten gehen. Hier, als ich zum Beispiel jetzt den Namen Brese gelesen hatte, war hier oben irgendwo, der ja auch sehr stark hier auf jeden Fall auf Platz 17 weltweit ist. Der war ungefähr da, wo ich auch war, was Basispunkte-Gain anbelangte diesen Monat. Da fühle ich mich auf jeden Fall nicht ganz so schlecht, sag ich mal. Ja. Hier haben wir wieder Uran auf der 27. Und an Basis-Stat-Punkten, wo halten wir uns da auf? Da sind wir natürlich noch nicht ganz so weit oben mit dabei. Wir sind halt momentan noch ganz okay equipped durch den LD und sowas. Ne, durch das Update sind wir hier auf Platz 82 trotzdem weltweit, der am meisten Punkte effektiv festskillt hat, also unabhängig von den Total Stats durch Equipment, Steine, Verbesserungen und so, sondern wirklich pur. Wer am öftesten auf dieses Pluszeichen einfach gedrückt hat, ja, da kommt es drauf an auf jeden Fall. Und da sind wir hier 82, ist okay, kann ich mit leben. Ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin aktiv spielen, das ist natürlich ganz klar. Ne? Aber es gibt natürlich auch immer Spieler, die immer noch mal ein bisschen einen Monat aktiver sind. Am Ende des Tages kommt es trotzdem darauf an, ja, wer über Jahre, teilweise auch Jahrzehnte halt aktiv am Ball bleibt. Und deswegen, genau, mal gucken, was wir da noch so erlangen können. Dann haben wir hier noch das Power-Level einfach, ja, also die Stärke des Accounts ist halt auch sehr subjektiv, sag ich mal, durch ja, alle möglichen Faktoren beeinflusst, Basispunkte, Total Stats, wie aktuell sind so die Steine. Und da sind wir tatsächlich auch, ne, wie gesagt, dadurch, dass bei uns alles relativ aktuell ist, befinden wir uns hier auch weltweit momentan gerade mit meinem Account in den Top 50. Ja, und damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, muss ich sagen. Deswegen, ja, das passt soweit auch auf jeden Fall. Und zum Schluss haben wir hier noch die besten Steine. Ja, das ist jetzt am wenigsten aussagekräftig so. Ja, dein Nachbar hatte übrigens auch noch mehr Listen, so mit XP, ne, meisten Level gegaint, meiste XP gegaint, so. Die hatte ich jetzt mal weggelassen. Ja, für mich persönlich sind jetzt hier eher interessant so die Punkte, was das angeht mit den ja, Basispunkten, Total Stats und so weiter und so fort, weil wir persönlich selbst ja nicht wirklich auf Level gehen. Ja. Bei den Steinen war ich letztes Mal wirklich sehr weit hinten, muss ich sagen. Also ja, ich hatte jetzt hier und da zwischendurch mal einen Stein oder zwei mal ersetzen können, aber ich denke mal, wir werden dadurch jetzt nicht unbedingt deutlich besser dastehen. Aber ja, zumindest letztes Mal hatten wir noch Steine gehabt, die waren so im 2300er Bereich. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich versuche hier alles über 2,5 zu kriegen. Ne, wenn ich einen Stein habe, der über 2,5 ist, gebe ich den meinen Main noch. Alles, was da drunter ist, bekommen halt die Begleiter, dass die auch endlich mal hier ihre Steinchen bekommen, damit wir auch endlich mal wieder in die Schattenwelt reingehen können. Ja, ich glaube, ich war letztes Mal, als wir hier diese Steinliste hatten, ich glaube, ich war da gar nicht in den Top 300. Ich glaube, ich hatte, ja, ich glaube, stimmt, ich glaube, ich hatte mich letztes Mal gesucht, wo ich war, und ich glaube, ich war nicht mal in den Top 300. Und hier sind ja die Top 300 aller Accounts weltweit so drinne. Und ich meine, ich war nicht in den Top 300. Jetzt sind wir in den Top 300 anscheinend. Ja, wir müssen mal gleich gucken, auf welchen Platz wir gelandet sind. Und ja, so wie es aussieht, haben wir hier plus 52, was sind das? Durchschnitts-Stat-Punkte wahrscheinlich von den Steinen dazu gewonnen, was natürlich sehr nice ist. Wie gesagt, ich habe ein paar ausgetauscht, macht sich dann auch gleich bemerkbar hier bei der Performance, bei der Steinliste, auch wenn das natürlich
nicht insgesamt auf die Total Stats einen riesen Einfluss hat, aber es ist natürlich ein Punkt, den man optimieren kann und da waren wir auf jeden Fall ein bisschen outdated. Und ja, wenn wir jetzt hier mal gucken bei Celtic, da sind wir ja zumindest auf Platz 242. Wie gesagt, da waren wir letztes Mal nicht mal in der Liste vertreten, sind wir ein bisschen aufgestiegen. Ist ganz nice. Ist trotzdem noch mehr Potenzial nach oben da, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich gucke immer so, dass ich random hier so die Steine bekomme, wenn ich sie kriege. Dann setze ich sie auch ein, aber ansonsten jage ich da jetzt nichts hinterher oder so. Oder es gibt da jetzt irgendwie, dass wir da jetzt aktuell equipped sind. Das kommt mit der Zeit halt einfach. Und ja, genau. Also auch wieder natürlich aktiv den Monat dabei gewesen. Bei den Basispunkten muss man noch ein bisschen auf jeden Fall aufpassen, dass wir da aktiver am Start sind. Aber dafür ist halt sowas genau immer sehr, sehr gut zur Übersicht, damit wir halt sehen können, ja, für mich persönlich halt eben auch, wo man halt das nächste Mal noch ein bisschen dran feilen kann und ein bisschen improven kann. Aber das soll soweit fürs Video gewesen sein. Ich hatte euch hier kurz nochmal, ja, das ist, weil wir auf F9 spielen, das ist ja heute auf F9 schon Montag, ne, das ist schon die Aufgabe für die nächste Woche hier. Ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Vielen lieben Dank nochmal an Nachbarchen für die coolen Listen. Sehr, 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 sehr hilfreich auf jeden Fall. Grüße gehen raus an der Stelle und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.